Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Wir haben ja hier als Besonderheit für dieses Konzert ausgedacht, dass jeder Komponist auch zu Wort kommt. Herr Reis mit ihm werde ich mich in Englisch unterhalten. So I just said hello to the audience and said that in this concert we will present each composer with a short intermission, with a short interview. And for me, the first question would be the Fluxus cycle. What does it mean? What kind of cycle is it? Because you write in the text that this piece is a part of a larger cycle. Yeah. So first of all, thank you very much, Ludger, for having me here, and all of you for being here. I'm very sorry to speak in English. Sometimes I speak in German in the interviews that I have, but I have to memorize everything. Otherwise, and even so, it's not so nice. So, you know, thanks for bearing with my English anyway. So the Fluxus cycle, it's, there came a CD out in Kairos, also, you know, with a very kind help and sponsorship of this nice institution. And this Fluxus cycle, it's about basically aerodynamic phenomena that inspired me to explore in a certain sound world. So here with the Klangdome, we could listen to all this, vortex and this strong sounds, this, well, in English, thrust, Schubkraft. But all the other pieces from Fluxus, they are inspired in other ideas that come from my personal interest in flying, because that's my hobby. I fly airplanes, as you know. But so how can the audience interpret this, what you say, this moment when you say aerodynamic movements or whatever go into the compositional process? How does this happen? Yeah, so it's a good question. It depends on, I'm going to give an example from other piece, not here, just for you to know also this Kairos CD, which was made with also a binaural recording here in this very same room. That's why we had the microphones there. I don't want to be the spoiler because I know that this will come at some point, but this kind of mimics all the space, the specialization of the sound here in the hall. And there is one of these pieces that it's simply called Fluxus, in French, pas trop haut dans le ciel, because I made it in Belgium, and not too high in the sky. And basically it's about small things that fly. So it's all about sounds of wind sounds or insect sounds. And then there is a polyphony of movements, and they are treated in a way that we can listen to different, not just different polyphonic lines like in a melody, but different specialization movements at the same time. And Ludger, I'm sorry, usually this goes around, but he wrote a very interesting, well, several, but one very interesting article about high-density loudspeaker array, which is kind of what we have here, and other things. And one of the things that he mentions is that the polyphony of space usually goes to 3-4 voices. Now, I'm a bit radical, and in the new piece that I'm doing now, I went up to 7. So, you know, this is the kind of things that are about, and going back to the original question, that I take from my personal life. Well, I only have one hobby, so it's just music, and then sometimes in the weekends I fly airplanes. And, you know, not to, it's sometimes may seem more exciting than it is. I mean, for me it's pretty exciting because I love it, but, you know. But the thing is, when I started doing this activity, I discovered something new that was not a part of regular airplanes that I had to take from Lisbon to come here, because we don't really feel the airplane. We don't feel this three-dimensional in our body, three-dimensionality in our body. But when we go in a small airplane, we do. So I started to realize that because before I was already making, well, or listening to music in space. So the idea is that I tried to put, in a way, this sort of sensation, physical sensation of the movements into the music itself. I know, it's a bit complicated, but this is my best try. Well, of course, music is a very abstract thing, because when you play a C, for example, it doesn't have any meaning. Yeah? It's not like a word, it's not like a picture where you can, or a photograph where you usually have something represented. Music has only an abstract representation on itself. So
what you do, or what all the composers do, is work with kind of configurations of sounds. Yeah, configurations of sounds. And would you say that this kind of configuration would influence or define how you created a pitch for the guitarist? Or what was for example, description would be density, yeah? Density, speed, yeah? All things which are the fluidity of air, the density of air, the speed, all things which are there when you're flying. But how is for example, the pitch selection being made by you? If you can answer this in one sentence. Well, not in one sentence, but I'll do my best not to bore you anyway. So yeah, indeed, for me, first music, it's I take this, or we can take this from Hanslick. It's autotelic. It goes into itself. So it is hard to explain, but in a way, at some point, we composers, we do have to write something for them, and so we have to put it in some ways. Basically, there is a structure, and then there are sound analogies that are related to this sound, translated into a sound phenomenon that derive from an idea of an aerodynamic phenomenon. I'll give you an example to make it materialized. So one of the pieces is Fluxus Lift. So it's about this difference, very small difference in pressure that we have that makes an airplane or a bird or anything in the air lift. And it's for double bass cello and of course electronics. So it's all about these ideas of pressure and different kinds of pressure that translate into sound, because a cello and a double bass, they do require, well, for the ordinary playing, kind of playing, they require this friction. So it's all about sorts of friction that we can find in natural phenomena and that we find when we have to play these instruments. Another question is always, when you create electronics plus instruments, how you correlate them, because most of the time the freedom, the degree of freedom when you use an instrument is a different one than when you use electronics. You can do, let's say, theoretically everything with a speaker, with sound coming from a speaker, while you can have a limited vocabulary with the instrument. Even you have quite a lot of possibilities, but how do you connect both of these fields? Yeah. So, I mean, here, this piece actually has two versions, one with electronics and one without electronics, because it was from a project that ALEPH was doing that was about being plugged and unplugged. So this was something that I took it from the beginning, this idea of being able to make a piece that would work also without electronics, and it has some differences, especially in terms of time and adaptation to the acoustics. Now the electronics, we all know, and you know for sure because you were in Stanford, and John Chowning, very important man who invented this algorithm for FM synthesis that geeks, sorry to say, to include you, geeks like us love. It's something very important for all the sounds that you listen on mobile phones or basically everywhere. And John Chowning, he usually would say that one very influential thing was this 1963 article by Max Matthews that at the time says, with a computer, we can make any sound, right? And that blew his mind, because as a composer, it's very exciting. And but we know that even before the Eimert articles, they were like, if we have all the freedom, or the Stockhausen, they were like, oh my, what are we going to do, right? So that's why they started with all these studies and all these things to formalize a way of thinking and so forth. Here, and in my case, I think in particular in this cycle of pieces, my idea is that I restrain myself by these sound analogies that I want to make. So, of course, we can always do everything, but here it's about, for example, in this piece, the connection between what they're doing and the expansion of what they're doing into the space. That was, I think, fairly easy, I hope, to listen when the sound would pass from them into the air, fly around you. Was that noticeable? Okay, thank you. You're kind.
Yeah, the sounds used in the electronic were kind of abstract, so it was a kind of, not always, but it was not that you would be recognizing, this is a guitar, this is bass, this is certain pitch. It was a bit percussive, noisy, complex sound, so you didn't want to mirror the guitar, the guitars at all. You wanted it as a level on its own. Yeah, and sometimes expansion of the guitar. So a bit of, there is some sort of synthesis that it's, well, we know that it's when we modulate, without going too technical, we modulate the way of working of an instrument, and basically you can make either a very huge guitar that wouldn't really be possible to play, or a very tiny guitar, and we can make all these sounds. So they will connect well, even if we don't recognize the guitar. But I mean, at least in theory, or to my ear, they'll connect in a way, and it allows us to make with electronics something that it's not possible with acoustic instruments. So it acts, in this piece in particular, has some sort of expansion, I guess. What meaning does the guitar as a historic instrument have in Portugal? We all know the Spanish guitar, and since both the countries are close by each other, there must be a very big, strong correlation in the meaning of the guitar for music, for people, for the history. Sure. I mean, I think it's a bit. It's an instrument that everyone knows the guitar. For so many repertoire, for so many musics all over the world. It's even for me a bit more personal, because this was my conservatory instrument, was the guitar. So before going to the university and study composition. So it took me a while to take this challenge of actually making a piece for guitar, because it is full of things that, you know, we have listened to it and so forth. So I tried not either to really deconstruct it too much, or, to be honest, not to think too much about it. But of course, I wanted to do something of my own. So maybe that's why I was inventing a bit with this kind of... could you realize what they had in the guitar there? Anyone knows? They were making something like, right, with something there. It was chopsticks. Yeah, right. So... because, I mean, Karlsruhe has wonderful restaurants, but I was here for a while, and, you know, I didn't have the money to go to all the fancy restaurants. I mean, so, you know, Asian restaurants, they are very good, and then that's really how the idea came, and so it was a way of playing the instrument in a different way, and and then it connected well also for this idea that we use sometimes in the acousmatic world, or in the electronic music world. There is a branch of French, usually French-speaking people, that say it's acousmatic music, which I also like very much. And there is one kind of way of thinking, which is the rebound, which is like when we drop a ping pong ball, and it just kind of, you know, goes into this tack, 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 tack. So this was a natural way of them having this natural sound, and for me to work the rebound then in the electronics in ways that are impossible, let's say. And you mentioned the earphones. Maybe you explain what purpose we have this with, because this concert is in a row of several concerts which ALEPH Gitarrenquartett did, and one topic was with the ears off, ... And so tell me, what was the idea of you wearing the not in-ear speaker, instead you were an in-ear microphone? Yeah, so everyone could notice that I was just standing there, right? And I'm going to next pass to my colleague Sánchez-Verdú, who's going to sit there for his piece to make something that I'll explain, and then I'm going again in the last piece. And we have to be very, very quiet, because it's to make a recording. It's a binaural recording, so it mimics, basically for someone who will listen it in headphones, it will mimic the space of this hall. So all these things that you could listen, you know, all around you, with this very good recording, my head, let's say, will mimic your head. I don't want to get too confused, and when you listen it with the headphones, all the sounds that were around you, you'll be able to have this feeling of around you again,
And with a regular microphone or even a stereo microphone, it doesn't really happen like that. So here there is also a very nice branded Neumann microphone with a dummy head. So today I was the dummy. I don't mean that my colleague is a dummy, but that's why we cannot even swallow or make any movements. We really have to kind of meditate because everything can go into the recording. Yeah, and you mentioned that the CD is recorded in this way as well, and it means that you are able to have the experience of the concert with all the spatial information, listening at home, but only when you wear headphones, because only with headphones the spatial information are perceivable, and it is important to know that you need a little while to get accustomed to this. Take a little bit of patience because, for example, we all have different ears and different hairs and different textiles, so the information going into the ear is depending on the different ears, the hair and the textile. The good thing is when you cut your ear and wear a different coat, you don't get completely confused because you quickly adapt to the new acoustic situation. And that's the same thing what you have to do. You have to be a bit patient and get used to this kind of perceiving situation, and you get more information after, let's say, half an hour listening to the CD. So listen it to the second time, and then you get a much better resolution, much better impression of the situation of the quartet sitting there and playing. In this case, you have several pieces which are not all with a quartet. No, one of the pieces, it's an purely electronic piece, also for a dome-shaped system. And we had the chance of, and we were discussing about it, of using the very nice software that it's developed here, and that makes software simulation of the dummy, right? So it's like all software instead of having a recording. But then we also made, and it was, thank you, Sebastian, you were here very patient as well in these recordings, and our technician who was helping us here today. And then we made it with the dummy head at the time. And the thing is, although the timbre changed a bit because it came the timbre of this hall, right? Each hall has some sort of sound quality that it's there. But it was so nice that, in terms of perceiving space, I like more when we re-record. So I think these re-recordings, we do perceive better the thing, up to the point that we recorded a piece here for a dome-shaped system. And then I was listening it in the hall, and then Sebastian was putting me in the earphones, and I got confused at some point for some seconds if I was listening from the headphones with a very good binaural in the room or without it, because it's really, really accurate. I'm sorry, I'm very passionate also about binaural. You can feel that, right? But I advise you to do that. Search for it. Okay, thank you, Jaime. Thank you for being here and giving us the composition. And the next will be a short interview with José María Sánchez-Verdú. Thank you. Which you will listen, but this time not with the microphones in the ear. Now I'll have a normal seat, and then I go back there. So welcome, José María Sánchez-Verdú. There will be the premiere of the quartet Saqqara today, and you have, to my interest, because I like as well the Egyptian history, and I think many people here would share this interest. How, of course, it's an interest. How did you correlate? Because this is, how do you correlate with your music to this kind of architecture, philosophy, to this kind of culture? Eine sehr gute Frage. Ganz schwierig auf der anderen Seite. Ja, ich spreche auf Deutsch am besten, oder? Ja, gerne. Okay, danke. Das ist das dritte Mal, dass ich ein Gitarrenquartettstück schreibe. Also ich liebe die Gitarre, nicht nur, weil ich Spanier bin, muss man das sagen. In dieser Verbindung, ich arbeite immer als Komponist mit bestimmten Begriffen wie Kultur, Gedächtnis,
wie Mythologie, Kunstgeschichte ist dabei oder Philosophie, also alle diese Themen sind dabei, nicht nur als Inspiration, sondern in diesem Fall zum Beispiel, das ist etwas so wie ein metaphorisches Stück und ich arbeite auch mit der Topologie oder ich liebe sehr diese alte, also was das alte Ägypten bedeutet und in diesem Fall diese Plateau Sacra im Sinne von Architektur, von Mythologie, Religion, Verbindung zwischen Raum, Material, Konstruktion. Die ersten Pyramiden sind auch da gebaut in der dritten Dynastie. Also alle diese Themen sind in einen romantischen Weg wahrscheinlich etwas so wie integriert. Also ich habe etwas so wie sehr extrem poetisch, genau diese Metapher als Konstruktion in Musik integriert. Ja, wie macht man das denn? Also das eine ist ja eine ganz andere Welt eigentlich, die Welt der Architektur, die Welt der Malerei etc. Das ist ja, wir haben ja auch wenig Überlieferungen von der wirklichen klanglichen Welt, in der die Ägypter gelebt haben, wie sie Musik gemacht haben. Also wie haben Sie das dann übersetzt? Für mich das Thema war nicht die Musik. Es gibt bestimmte Studien über die Musik da oder zum Beispiel die Notation. Die Notation würde also in bestimmte Mauer gemalt. Also man könnte auch mit den Händen eine Art pentaphonische Skala jetzt transkribieren. Aber außerdem, ich wollte einfach nur mit dem Begriff vom Raum, also diese Plateau ist Westen von Nil. Also diese Konstruktionen sind reine Geometrie, Pyramiden und das heißt Wiederholung, Geometrie, Material, etwas so wie Sand oder Stein, sind teilweise auch als Basis in meine Musik, aber natürlich ich arbeite nur mit Klänge. Eigentlich das wäre etwas so wie die letzte Epoche von Paul Klee, man könnte das vergleichen. Da hat er extrem auch mit bestimmten geometrischen Schriftweisen gearbeitet, die auch von alten Ägypten inspiriert sind. Und er hat teilweise das in eine andere Dimension, das heißt als Bild. Etwas so würde ich das als Verbindung nennen. Ja, können wir uns so vorstellen, dass zum Beispiel Linien, also das ist ja etwas, was in der Architektur sehr omnipräsent ist, also dass Linien auch in der Musik hörbar sind? Ja, nicht nur die Linien, sondern auch etwas, was für mich, ich spreche von Erotik des Raumes. Das heißt, wie ist die Relief in der Musik integriert? In diesem Fall habe ich nur 4 Gitarren benutzt. Ich arbeite auch mit Architektur, mit Raum, mit Elektronik, mit Farben. Aber hier ist das Gegenteil, ist total alles reduziert. Aber man kann trotzdem eine Art Raumpolyphonie entwickeln. Das heißt, es gibt bestimmte Straten oder bestimmte Überlappungen im Klang und man könnte durch den Raum, also durch diese reinen Klänge, etwas so wie reisen. Am Ende ist alles sehr abstrakt, aber auch eine Pyramide ist total abstrakt als Bild. Und hier kommt diese Verbindung zwischen Bild, Assoziationen und Klangvorstellungen. Sind denn auch so Aspekte, die wir Komponisten, sage ich mal, oft benutzen, Aspekte von Struktur? Also wie sind die Töne organisiert, gebaut? Sie haben vorhin von Sand gesprochen, von Material. Ist das zum Beispiel auch eine Herangehensweise, also gerade wenn man viele Töne hat, dann hört man ja ganz anders, als wenn man einzelne Töne hintereinander positioniert. Und es ist eine Melodie. Ja, wenn ich jetzt viele Töne gleichzeitig habe, entweder sind es viele Melodien oder es ist zum Beispiel eine granulare Struktur vielleicht. Haben Sie damit gearbeitet? Eigentlich mit meinen Studenten spreche ich viel von Materialien, aber in Verbindung mit der Architektur oder danach auch in Verbindung mit der Malerei oder danach kommt auch in einen semantischen Weg zum Beispiel Literatur und Struktur. Das heißt, am Ende kommt die Musik, aber eigentlich sind alle diese Disziplinen für mich ganz nah. Ich würde sagen, zum Beispiel, Paul Klee hat lange Zeit immer in jedem Bild auf den Hintergrund gearbeitet.
Also was als Hintergrund gebaut ist, etwas so mit bestimmten neuen Materialien, bestimmte Farben, Texturen und so weiter. Und danach sind bestimmte Figuren oben gemalt, eine Art wie Figuren oder bestimmte Symbole. Das heißt, er hat immer mit Hintergrund, mit Oberfläche. Eigentlich habe ich etwas so Ähnliches gesucht und von Materialien habe ich natürlich nur mit Musikmaterialien, aber die Verbindung für uns ist immer, für mich, ist als Bild. Ich arbeite extrem mit Bildern in meinem Kopf. Jetzt eine Frage, da wir jetzt das Interview vor dem Stück haben, hätten Sie jetzt die Chance, noch dem Publikum vielleicht irgendwie ich will nicht sagen Hilfe, aber eine Idee zu vermitteln, worauf Sie hören können? Oder sagen Sie, das fokussiert nur zu sehr, die sollen selber entdecken, was darin ist? Eigentlich die Musik, also was ich gemacht habe, ist die Musik. Also man sollte das nicht erklären. Aber danach, wenn man die Titel liest, da kommt schon etwas so wie ein Thema oder eine Idee. Diese 3 Götter der Antike, also in Memphis zum Beispiel, jede Figur hat bestimmte Farben, die auch ich als Synästhesie in der Musik verbindet habe, weil ich sehe die Farben mit Tonhöhen. Total. Also Red ist immer G, also Rot ist G, Schwarz ist C. Also ich kann genau bestimmte Bilder mit Akkorden, mit Farben oder mit Tonhöhen. Also das heißt, man könnte den Stück als etwas abstrakt wahrnehmen, aber auf der anderen Seite, man könnte recherchieren oder das als ein Palimpsest danach erkennen. Aber was ich gemacht habe, ist nur ein Stück Musik mit 3 Sätzen. Mhm. Wir machen ja hier viel elektronische Musik und Sie haben ja auch schon mit elektronischer Musik viel gearbeitet. Wie würden Sie das klassifizieren? Also sehen Sie die Elektronik als eine Erweiterung des Instrumentes oder sehen Sie Elektronik separat oder eine Ergänzung, ein eigenes Instrument? Wie würden Sie das klassifizieren, obwohl jetzt in diesem Stück, soweit ich weiß, sind nur Instrumente verwendet, aber mich interessiert das, wie Sie zur Elektronik stehen. Ja, hier gibt es keine Elektronik, es ist nur reine Musik mit Holz, Stein, also Metall, also was die Materialien, eine normale spanische Gitarre ist. Für mich wichtig ist, dass die Elektronik immer keine Ornamentik der Instrumentalklänge ist. Das heißt, ich liebe immer diese Verbindung, wo der Dialog, genau wie bei Jaime, stattgefunden ist. Also das heißt, inwieweit kann man beide Medien mischen, aber es sollte immer etwas radikal oder etwas ganz total wichtig, ohne Ornamentierung von etwas anders. Und für mich die Elektronik, was ich immer, nicht hier, sondern in Freiburg, ein bisschen Süden von hier, am Experimentalstudio, seit 4 Jahren da immer gearbeitet habe, habe ich immer genau im Sinne von Architektur, von Projektion von Farben und Verbindungen mit Architektur und Raum. Das ist etwas so, was ich auch mit Instrumenten mache, weil hier haben wir auch Raum, wir haben Materialien und wir haben auch eine gewisse Poesie, weil eigentlich das ist eine Poesie mit Klänge, mit 4 Gitarren, das ist alles. Ich glaube, mit einem Streichquartett zu arbeiten, also mit 4 Streichern, ist ein ganz großer Unterschied. Die Streicher können den Ton anhalten, ja? Die Gitarre kann den Ton nicht anhalten. Das heißt, mit 4 Gitarristen habe ich viele Töne. Oder sie können auch relativ schnell viele Töne erzeugen, dadurch, dass sie mit dem Finger natürlich einen ganz anderen hochvirtuosen Zugriff haben zu den Tönen, also Geschwindigkeit. Wie haben Sie damit gearbeitet? Also eigentlich mein erstes Instrument als Kind war die Bandurria, das ist eine Art spanische Mandoline. Und danach die Gitarre und danach Violine. Der Unterschied ist riesig, aber man sollte wissen, dass die Gitarre so spannend ist, aber gleichzeitig technisch ist sehr begrenzt. Aber da liegt auch diese unendliche Poesie an Möglichkeiten, weil die Gitarre natürlich kann die Klänge nicht behalten, aber die Möglichkeiten an Resonanzklänge oder Möglichkeiten mit anderen Elementen sind unglaublich ganz anders als ein Streichquartett. Und da liegt gerade genau meine Liebe für diese Begrenzung, die auch so spannend ist. Und natürlich ist niemals geprägt vom
Klischees, und das ist ein Thema als Spanier, also die Klischees in der Gitarre, das ist die Höhle. Also inwieweit kann man eine Gitarre also weiter in Verbindung mit der Tradition, aber nach vorne mit anderen Nuancen, Möglichkeiten und so weiter entwickeln. Und das ist ein Thema, weil die Gitarre hat ein riesiges Repertoire, aber ist voll von Klischees und Elementen des 19. Jahrhunderts oder Gitarristen und Komponisten, die immer wiederholt werden. Also für mich ist ein neues Territorium, genau wie Westen von Nil, das war ein neues Territorium und die haben etwas anderes, also ganz von Null gebaut. Pyramiden, also eine Stadt von Toten und eine Verbindung zwischen Architektur, Mythologie, Religion, Ewigkeit, und das war in Verbindung mit einem poetischen Raum, etwas so, was ich hier versucht habe mit nur 4 Gitarren. Ich glaube, das ist ein fantastisches Schlusswort. Vielen Dank für die Information und ich bin gespannt auf das Stück und ich denke, wir werden vielleicht ein bisschen mehr verstehen durch die Worte, wenngleich die Musik ist natürlich Musik.
Guten Tag, wir sind hier zusammen mit Zeynep Gedizioğlu und der Anlass für dieses Gespräch ist ein neues Werk, das Werk Ort der Entzifferungen, das Zeynep Gedizioğlu für das ALEPH Quartett geschrieben hat, mit freundlicher Unterstützung der Ernst von Siemens Stiftung. Und Ort der Entzifferung ist ein interessanter Titel, aber er ist noch sehr offen, sehr, sehr deutungswürdig. Was steckt hinter diesem Titel? Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen? Also vielleicht zuerst zu dem Wort Ort, zu dem ersten Teil des Titels. Mhm. Als ich das Stück komponiert habe, habe ich mir tatsächlich das Stück so vorgestellt, dass ich, indem ich das Stück komponiere, tatsächlich einen Raum öffne. Alles, was in diesem Raum, in diesem Ort passiert, waren für mich wie Bewegungen von einer Art, also sehr körperlicher Bewegungen auch. Ich habe mich fast wie eine Choreografin von einem Tanzperformance gefühlt. Und durch all diese Bewegungen und diese Elemente und durch die Musik, die wir hören, das ist mein Empfinden gewesen und das ist, glaube ich, auch die Idee des Stückes geworden, dass ich sozusagen, dass die Musik für sich selbst auch einen Ort schafft, in dem sie klingt. Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage? Wie setzen Sie denn diesen Mechanismus in Gang? Wie passiert das denn, dass dieser Ort geschaffen wird? Dass die Instrumentalisten, haben Sie Anweisungen? Was müssen die Instrumentalisten tun, um diesen Ort herzustellen? Sie müssen sich auf die Partitur im tiefsten Sinne auch emotional einlassen und da sein und miteinander kommunizieren. Das ist, finde ich, sowieso eine sehr essentielle Voraussetzung für eine Performance und für die Musik und für das. Also das ist sozusagen eigentlich eine Art, wie soll ich das sagen? Unterzeichnung dessen, was ich da komponiert habe und was ich mir dann auch von den Musikern wünsche, dass sie sich sozusagen auf diesem Prozess der einzigartigen Art des Kommunizierens komplett einlassen. Und wie ich das schaffe ich durch das Komponieren und durch die Sprache der Musik eigentlich, durch meine Partitur. Gibt es denn in dem Stück Elemente, die noch ausgedeutet werden müssen von den Musikern, oder ist es alles sehr präzise vorgeschrieben? Ja, ich habe versucht, das tatsächlich so präzis wie möglich aus meiner Seite, so präzis wie möglich zu notieren. Aber es gibt da jetzt wenig Spielanweisungen, in dem ich das tatsächlich als Text versucht habe zu beschreiben, die Situationen, sondern dass also meines Kommunizierens oder meine Mitteilung findet auch tatsächlich auch meistens durch diese ziemlich detaillierten Notenschrift statt. Das ist auch rhythmisch sehr, sehr detailliert festgesetzt, was sich auch an dieser Koordination und an diesen
Idee der Ort und in dem diese Bewegungen stattfinden, verknüpft. Kann man das vielleicht so verstehen, dass wie beim Schauspiel, wo der Text ja auch genau vorgeschrieben ist, aber die Art, wie der Text vorgetragen wird, doch eine gewisse Offenheit, eine gewisse Möglichkeit bietet. Dass es so was Äquivalentes ist, also dass dieses mit Sinn füllen und dieses Ausdeuten dann des Textes durch die Instrumentalisten passiert. Absolut, absolut. Und das finde ich auch für mich sehr, sehr spannend, weil obwohl ich das versuche und auch das so machen will, dass ich das von mir aus, was ich mir vorstelle als Notenschrift, so, also bei diesem Stück auch so detailliert und so konkret wie möglich mitzuteilen und auf dem Notenpapier zu übertragen. Trotzdem finde ich das wunderbar, dass es immer ein Gebiet bleibt, ein Ort bleibt, auch wieder ein Ort bleibt, den der Interpret, die Interpreten und die Interpreten genau, also das ALEPH Gitarrenquartett in diesem Fall füllen wird, ja. Und das hat sehr viel damit zu tun, mit ihren eigenen, auch emotional, intellektuell und auch spontan, ja, also emotional, intellektuellen Hintergründe zu tun, mit ihrem Charakter zu tun, wie sie die Situationen, die in dem Stück existieren, irgendwie wahrnehmen und interpretieren, auch wie sie miteinander in diesen von mir konkret als Notenschrift festgesetzten Situationen miteinander kommunizieren und dazu zu diesen Situationen verhalten. Das macht das Quartett, das mache ich nicht und ich kann das auch nicht beeinflussen, ich will es auch nicht. Ich mag diese Situation sehr, dass ich das auch nicht komplett vorausahnen oder voraussehen kann. Das macht es für mich sehr, sehr spannend, weil es auch eine neue Dimension gibt zu dem Stück, was ich eben nicht vorher geplant habe oder nicht komplett zu Ende beabsichtigt habe. Ja. Vielleicht, das hat vielleicht auch dann, was ich gesagt habe, könnte auch mit dem zweiten Teil des Titels was zu tun haben, nämlich mit den Entzifferungen. Weil ich sozusagen, ich empfinde das so, dass ich beim Komponieren dieses Stückes auch gerade dabei war, Dinge für mich zu entziffern oder versuchen zu entziffern, auch wenn es nicht zu Ende gelingt. Aber der Versuch ist die Sache da. Und dann kommt dann folgt der andere Prozess, in dem das Quartett eben auf die Notenschrift entziffert und in unterschiedlicher Art und Weise entziffert. Ja? Nicht nur liest und lernt und auch sich damit technisch befasst oder beschäftigt, sondern das auch auf eine andere Dimension trägt. Ja, wir hören jetzt Zeynep Gedizli-Oglü, Ort der Entzifferungen für das ALEPH Gitarrenquartett. Vielen Dank. Danke auch.
Musik.